Hallo und herzlich willkommen beim neuesten Unboxing. Ich kann euch schon mal sagen, es wird ein Objektiv. Und welches Objektiv? Vielleicht hast du es auch schon in der Beschreibung gelesen. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Du bist auf dem Kanal Technikzone bei Michael Kotze und hier packe ich mal meine Technik aus und rede ein bisschen darüber, was ich gerade teste und so weiter. Aber es sind keine Testberichte so oft, wo dann halt in irgendwelchen Fotos reingezoomt wird und am Rand, oh, das könnte mal ein bisschen schärfer sein und so, sondern einfach mal so, wie gefällt mir das einfach in der Praxis? Funktioniert das? Für mich als Laie bringt das ein gutes Ergebnis. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich filme jetzt das gerade mit einer Sony 6600 mit einem Sony-Objektiv 2,8, 16 bis 55 G. Also die G-Serie kostet ein Tausender oder so und ich dachte mir, hey, ich möchte mir jetzt noch eine Sony E10 kaufen und brauche dafür noch ein Objektiv. Und dann habe ich mir dieses jetzt hier geholt. So, vorsichtig auspacken. So. 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 Und dann auch hier nochmal so. Dass keiner sagen kann, ich habe da irgendwie reingeschnitten oder so. So. Okay, hier haben wir unser Objektiv von Tamron. Es ist ein Tamron 17 bis 70 mm 2,8 DI3 AVC RXD. Und es dürfte mit Bildstabilisator sein. Ne? Also ich habe mir sehr, sehr viele Testvideos angeschaut und so. Und dann gab es das dann halt einfach mal im Angebot. Und dann dachte ich mir, boah, zu dem Preis hole ich mir das auf jeden Fall. Und ja, ich werde das auch bei Tamron registrieren, dass ich 5 Jahre Garantie habe. Auch wenn ich jetzt bis jetzt noch nie Probleme hatte mit irgendwelchen Objektiven, dass die nicht mehr gingen oder so. Aber da ist ja auch immer mehr Technik verbaut. Ne? So für so ein teures Objektiv einfach mal eine Verpackung, die einfach mal so erinnert an die 80er Jahre oder so. Ne? Also wenn ich jetzt mal die Sachen, die ich in letzter Zeit ausgepackt habe, zum Beispiel so ein Wave XLR oder so, wo die Rückseite so aussieht, oder auch hier das Mikrofon von Elgato oder so, dieses Wave DX, das ist glaube ich. Wenn ich da mal gucke, wie toll die Verpackungen sind, ist das natürlich irgendwie so lächerlich, ne? Und dadurch, dass die Objektive ja auch sehr teuer sind, mit einem großen Preisverfall, ne? Die kommen ja immer auf den Markt oder so zu Mondpreisen und sind dann auch ruckzuck 100, 200 Euro günstiger. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dafür bezahlt habe, 500 Euro oder irgendwas. Ich hatte 19% Rabatt bekommen bei Mediamarkt. Es ist eine Tüte dabei, es ist ein komischer Aufkleber dabei für Sony, keine Ahnung, was das soll. So. Englisch, Espanol, eine komische, also das ist wirklich so 80er Jahre mäßig. Ne? Also da brauchst du jetzt nicht so denken, hey, die Verpackung ist, auch hier, das ist natürlich so standardmäßig, ne? So zweckmäßig. Ey. Okay. Ein Auspackvergnügen ist das nicht, ne? Also wie so bei Apple-Produkten oder jetzt bei Elgato oder ich hatte mir auch so ein oder andere Produkt gekauft oder so. Also Auspackerlebnis haben wir gar nicht. So, hier ist das Objektiv. Ich bin mal gespannt. So, du siehst schon wieder überall Dreck durch die Pappe. Okay, das hat jetzt mal so. Ja, ich kann das jetzt auch mal ganz kurz an der Kamera oben dran halten, weil ich filme das ja gerade mit der, so ungefähr. Ich glaube, es ist ein bisschen länger wie das Sony. Ich glaube, das Sony ist ganz eingefahren. Und ja, es wackelt ein bisschen, es knabbert ein bisschen intern. Ja, okay. Ganz normal Deckel. Das fühlt sich auch an, also auch diese Verarbeitung des Deckels und so, das Sony E-Mount, das ist einfach so wie vor 40 Jahren. Gefühl wie vor 40 Jahren. Also, ist ja jetzt nicht schlimm, ne? Aber, ja. So. Und Gegenlichtblende, gut. Finde ich auch gut, dass die mittlerweile fast immer standardmäßig dabei ist. Ist halt doof, wenn man sich die ja noch kaufen muss, ne?
Dieser Deckel. Es ist sehr, sehr dünn, glaube ich, so von der Optik. Ja. Okay. Sieht schon aus, als ob da 2 Punkte drauf sind. Da und da, 2 Staubdinger. Ja, soweit. Ja, Plastik, ne? Schwer ist es. Also in der Hand, so Vloggen oder so, machst du hiermit nicht. Definitiv nicht. Ich fand das interessant mit der Naheinstellungsgrenze. Das war, glaube ich, der Kauffaktor. Ich glaube, der Bildstabilisator, weil die Sony E10 hat keinen Bildstabilisator. Deshalb fand ich das interessant und ja, weil die Naheinstellungsgrenze so gut war. Und ich glaube, und dann, weil es halt fast die Hälfte war vom Sony-Objektiv. Und bei identischer Bildqualität. Und ja, man muss ja auch mal gucken, hey, was für Fotos man macht. Ne? Wenn man vielleicht riesige Posters macht oder so, dann kann man vielleicht nochmal ein anderes Objektiv benutzen oder so. Aber jetzt für diese Sache, dass ich die als zweite Videokamera benutzen möchte und dann aber auch die Freiheit haben möchte, von 17 bis 70 Millimeter so ein bisschen zu zoomen oder so, ist das schon ganz okay. Ja, okay. Ja. Also, das war so mein Unboxing. Aber ja, das ist echt so, als ob das 40 Jahre alt ist oder so. Also so ein bisschen innovativ oder so. Nein. Schalter hat das Ding auch nicht. Das wusste ich auch. Vorher schon. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding in der Praxis kann. Und wie sich das schlägt zum Sony. Weil das Sony hat schon irgendwie eine tolle Formensprache. Das G natürlich so ein bisschen. Und ja, da steht Sony dran. Und weil ich sehe das jetzt gerade, wenn ich hochgucke. Ja. Also, wenn du dir das kaufen möchtest, ich packe dir auch gerne mal den Amazon-Link rein und den eBay-Link. Schau auch mal, ob du das gebraucht bekommst bei eBay. Beide Links sind unten in der Beschreibung drin und du würdest mich natürlich auch unterstützen, meinen Kanal dabei unterstützen. Und ja, ein Abo kannst du auch gerne da lassen und schreib auch gerne mal rein, was du davon hältst von diesem Objektiv. Ja, zum Vloggen ist es auf jeden Fall gar nichts. Auch mit den 17 mm brauchen wir gar nicht drüber reden oder so. Aber auch so zum Filmen oder so, ja, auf freie Hand einfach mal so die ganze Zeit das mitschleppen, wirst du es wahrscheinlich auch nicht machen oder werde ich auf jeden Fall nicht machen. Dafür werde ich mir noch 1, 2 leichtere Objektive kaufen und was das ist und so und wie sich auch meine GoPro geschlagen hat im Amerika-Urlaub und so. Das werde ich dir auch hier noch zeigen, deshalb auf jeden Fall abonnieren und ich bin raus. Ciao.